Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, eines der wichtigsten Videos überhaupt. Es geht um einen Prozess, der es in sich hat, um Protokolle zu diesem Prozess, die es in sich haben und natürlich um meine Freunde von Correctiv, die mal wieder einen wunderbaren Artikel verfasst haben, der aus dem Spätjahr 2019 ist und der lautet: Nein, dieses Urteil beweist nicht, dass das Masernvirus nicht existiert. Alles, was es damit auf sich hat, besprechen wir heute und wir besprechen es ganz genau, besonders im Kontext auf die aktuellen Geschehnisse. Bleibt also dran, heute wird es wirklich mega spannend. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Video heute, um das es geht, denn es wird eigentlich in alle Bereiche dieses aktuellen Geschehens mit einfließen. Es ist ein Video, das ich eigentlich schon länger machen wollte und hat jetzt aufgrund neuer Erkenntnisse und auch dank Jorge von Corona-Fakten, an den hier ein herzliches Dankeschön geht, einen Umfang angenommen, den ich im Endeffekt ganz einfach nur dokumentieren will, denn mehr bedarf es nicht. Es geht um die allgemeine Handhabung der Wissenschaft zum Thema Viren und zum Thema Infektion. Es gibt von Correctiv, die ihr ja schon kennt, einen wunderbaren Artikel, der heißt: Nein, dieses Gerichtsurteil beweist nicht, dass das Masernvirus nicht existiert. Für alle die diesen Artikel in Gänze lesen wollen, und das empfehle ich wirklich jedem, es braucht ein bisschen Zeit, auf Telegram ist alles verlinkt und auch natürlich auf Corona-Fakten könnt ihr diesen Artikel genau durchlesen, euch die Quellen selber durchlesen und wenn ihr möchtet, viel Zeit damit verbringen, was ich auch jedem empfehle. Es lohnt sich wirklich, denn es ist interessant, wie die Wissenschaft mit diesem Thema Viren umgeht und wie sie auf Definitionen aufbaut, die im Endeffekt, sage ich mal, schwer zu verteidigen sind. Aber wir werden das alles gleich sehen. Zuallererst mal wollen wir schauen, um was es hier eigentlich geht. Der Artikel fängt folgendermaßen an. Vor Jahren schrieb ein Impfgegner eine hohe Belohnung aus für den, der ihm die Existenz des Masernvirus beweise. Sehr interessant, man könnte hier eigentlich einen Namen nennen, aber lassen wir es mal. Als ein junger Arzt dies tat, zahlte er nicht. Der Fall ging vor Gericht, der Impfgegner gewann. Doch die Gerichte entschieden nicht, dass es kein Virus gibt. Im Gegenteil. Also im Gegenteil. Sie entschieden, dass es ein Virus gibt. Sehr interessant, halten wir uns das im Kopf. Am 19. November veröffentlicht die Seite Watergate TV einen Artikel mit dem Titel Masernvirus existiert nicht. Dr. Lanka gewinnt Prozess vor dem Bundesgerichtshof. Hier sieht man diesen Artikel, um den es ging. Unten drunter steht natürlich die Geschichte. Ein Biologe und Impfgegner namens Stefan Lanka schrieb 2011 eine Belohnung von 100.000 € für denjenigen aus, der ihm mittels einer wissenschaftlichen Publikation die Existenz und Größe des Masernvirus beweisen könne. Lanka ist unter anderem der Autor eines Buches mit dem Titel Der Masernbetrug. Ein junger Arzt, David Badens, schickte Lanka daraufhin 6 Studien zu, doch der zahlte nicht. Sehr interessant. Daraufhin verklagte Badens Lanka. Im März 2015 urteilte das Landgericht Ravensburg, Lanka müsse die 100.000 € zahlen, inklusive Zinsen. Das Gericht hielt die Existenz des Masernvirus für belegt. Für das Urteil wurde ein Sachverständigengutachten angefertigt, das im Ergebnis zu dem Schluss kam, dass zwar nicht ein Artikel für sich selbst genommen für die Beweisführung ausreiche, dass aber die hinreichend durch adäquate und wissenschaftlich korrekt durchgeführten Experimente belegten Aussagen der 6 eingereichten Publikationen in ihrer Kombination sowohl die Existenz des Masernvirus belegten, als auch seine spezifische Infektiosität sowie seinen ungefähren Durchmesser zeigten. Ihr müsst euch das genau merken. Also, wir haben bei Correctiv die Aussage, dass in diesem Prozess einmal nachgewiesen wurde, dass das nicht stimmt, nämlich dass die Beweisführung ausreiche, adäquat und wissenschaftlich korrekt durchgeführte Experimente da sind und dass das Masernvirus in seiner spezifischen Infektiosität und seinem ungefähren Durchmesser gezeigt wurde. Das hat das Landgericht Ravensburg entschieden. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, das Landgericht Ravensburg hat das in einem Stuhlurteil gefällt. Das heißt, es ist ein Urteil, wo man die Beweislage sich kurz anschaut, gar nicht groß diskutiert, sondern danach direkt zu einem Urteil kommt. Wir schauen uns gleich das Protokoll an, das es da gibt. Es gab dort eine Stellungnahme von einem Gutachter. Das war der Professor Podbielski von der Universität Rostock. Da gehen wir gleich genauer drauf ein, lesen uns die einzelnen Passagen durch und schauen uns dann auch an, auf was er da referenziert und wie diese Studien zu bewerten sind. Dann schreibt man weiter, Stefan Lanka ging jedoch gegen dieses Urteil in Berufung und gewann im Februar 2016 vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Badens Klage wurde abgewiesen, er solle als Kläger die Kosten des Rechtsstreits tragen. Der Fall sorgte auch in den Medien für Aufsehen. Dann kommt als nächstes die Behauptung, Badens erfüllte nicht die formalen Kriterien der Ausschreibung. Der Grund für dieses Urteil ist jedoch nicht, dass das Oberlandesgericht der Ansicht wäre, es gebe das Masernvirus nicht. Es widerspricht in diesem Punkt dem Landgericht Ravensburg nicht. Und zwar
Ja, Zitat, die Beweiswürdigung des Landgerichts dahingehend, dass aufgrund des eingeholten Sachverständigengutachtens bewiesen sei, dass die vom Kläger vorgelegten Publikationen in ihrer Gesamtheit den Nachweis für die Existenz und die Erregereigenschaft des Masernvirus belegt, ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Dann wollen wir uns jetzt mal die beiden Kandidaten anschauen, wie es hier geht. Hier seht ihr einmal den David Badens. Ich gehe kurz auf die Seite, dass ihr ihn besser sehen könnt. Das ist ein junger Arzt und schaut euch mal an, was in Wikipedia als allererstes oben steht. 27. April 84 in Homburg, ist ein deutscher Mediziner. Bekanntheit erlangte er im Frühjahr 2015, nachdem er in erster Instanz das Landgericht Ravensburg im Rechtsstreit gegen den Biologen Stefan Lanka die Preissumme von 100.000 € zusprach, die Lanka für den Nachweis des Masernvirus ausgesetzt hatte. Ist ein schöner Opener, wenn man weiß, dass es anders ausgegangen ist, oder? Interessant. Aber auch hier gibt es direkt einen Link zu Stefan Lanka. Stefan Thomas Josef Lanka ist ein deutscher Molekularbiologe, Autor und Verleger. Er vertritt verschiedene wissenschaftlich widerlegte Positionen, wie die der AIDS-Leugnung, und er ist Impfgegner. Interessant. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch einen Prozess bekannt, und da können wir gleich weiter hier weitergehen, in dem es um seine Leugnung der Existenz des Masernvirus ging. Und jetzt schaut euch mal an, was Stefan Lanka für einen Werdegang hat. Sehr interessant, das sollten wir uns anschauen. Ist der Mann denn vom Fach? Stefan Lanka wurde 1963 am Bodensee geboren. Er studierte Biologie an der Universität Konstanz, wo er 1989 seine Diplomarbeit Untersuchungen über Virusbefall bei marinen Braunalgen vorlegte. 1984 wurde er an gleicher Stelle mit einer Dissertation zum Thema molekularbiologische Untersuchungen der Virusinfektion bei Ectocarpus silicolosis, den Rest spare ich mir, zum Dr. Rehnat promoviert. Seit 2003 betreibt er die Homepage und das gleichnamige Magazin Wissenschaft Plus. Meine Lieben, glaubt ihr, dass dieser Mann mit seiner Promotion vom Fach ist oder nicht? Hört sich für mich schon mal genau an, dass dieser Mann weiß, was er tut. Aber wir werden es ja gleich anhand von anderen Personen uns genau anschauen können. Und Verschwörungstheorien ist die nächste Überschrift bei Wikipedia. Sehr interessant, was in diesem Artikel steht. Wir werden uns in dieser Hinsicht jetzt das Protokoll anschauen. Ihr habt die beiden Protagonisten kennengelernt. Ihr wisst, um wen es geht. Wollen wir uns mal angucken, was in dieser Hinsicht gesagt worden ist. So, hier ist nun das Protokoll des Landgerichts Ravensburg und schauen wir uns doch einmal an, was hier gesagt wurde von dem Gutachter Professor Podbielski. Den kennen wir, hier oben ist er nochmal genannt, haben den Beklagten mit Rechtsanwalt Barth und Assessor Schreiner, das ist der Gehilfe beim Gericht. Nun geht's los zur Sache. Da sagt dann der Professor Dr. Andreas Podbielski als Gutachter gegenüber dem Gericht: Ergänzend kann ich auf die Frage der Kammer ausführen. Generell sollte man begrifflich in der Biologie mit einer Beweisführung vorsichtig sein. Wir sprechen eigentlich nur von Belegen. Wenn es um den Zusammenhang von Mikroorganismen und Erkrankungen geht, sind zwei Fragen auseinanderzuhalten. Zum einen stellt sich die Frage, ob es überhaupt einen bestimmten Mikroorganismus gibt und welche Natur dieser hat. Zum anderen ist gegebenenfalls zu klären, ob er auch tatsächlich kausal bedeutsam ist für die Erkrankung. Allein aus dem Vorhandensein des Mikroorganismus lässt sich eine solche Kausalbeziehung ja nicht belegen. Also sehr wichtig, er sagt, nur weil es einen Partikel gibt oder ein Fragment, das wir bestimmen, heißt es noch lange nicht, dass es hier ein Problem gibt. Dann geht er weiter auf die Kochschen Postulate ein in seiner Ausführung am Anfang. Und da sagt er ganz Interessantes, das wollen wir uns mal kurz anschauen. Die Henle-Kochschen Postulate sind in ihrer klassischen Form vierteilig, ihr kennt sie alle, die 4 Kochschen Postulate, wie in meinem Gutachten bereits ausgeführt. Wie man festgestellt hat, dass bei bestimmten für sich genommen anerkannten Erregern diese Postulate für den Kausalitätsnachweis nicht uneingeschränkt einzuhalten sind. Habt ihr das gerade gehört? Dass für sich genommen anerkannten Erregern diese Postulate für den Kausalitätsnachweis nicht uneingeschränkt einzuhalten sind, wurden die Postulate erweitert um typischerweise 3 Punkte. Das eine ist erst Anfang des 20. Jahrhunderts aufgekommener Aspekt der Abwehrreaktion. Man entdeckt Dinge wie Antikörper oder Abwehrzellen, mit welchen der Organismus die Erreger spezifisch bekämpft. Zum anderen wurde formuliert, dass bei In-vitro-Versuchen eine ähnliche Zytopathologie sich ergeben solle wie in Menschen selbst. Diese Forderung ist insbesondere bei Viren wichtig, die außerhalb des menschlichen Wirtsorganismus gar nicht selbstständig leben. Sehr interessant, dass er das nochmal sagt, die Viren leben selbstständig nicht. Ganz wichtig im Kopf behalten, Viren sind tote Organismen, folglich können sie auch keine Ribosomen beinhalten, weil Ribosomen sind die Motoren in den Zellen, die Fabriken, ja? Ganz, ganz wichtig, da kommen wir nämlich gleich nochmal drauf. Merkt euch das bitte. Mit diesen 3 Erweiterungen in unterschiedlichen Kombinationen mit dem ursprünglichen Postulaten kann und muss man diese Postulate auf alle heute bekannten Erreger anwenden. Ihr seht schon genau, die Problematik hier ist diese. Man hat also erkannt, dass man mit dem Virenmodell, was man gefahren hat, die Kochschen Postulate gar nicht erfüllen kann. Und diesbezüglich hat man dann gesagt, ja, wir machen Ergänzungen dazu, 3 Stück.
Und wir sagen dann, ja, wenn man Antikörper findet, ja, wenn man dies findet und wenn man das findet und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, die Medizin hat ein großes Problem. Wer die Kochschen Postulate kennt, wer sie nicht kennt, bitte ganz einfach anschauen. Die sind sehr einfach, jeder Erstklässler versteht die. Wenn es ein Virus nach der Definition der Medizin gibt, dann müssen die Kochschen Postulate eigentlich sehr, sehr leicht erfüllt werden können. Denn, ich werde es nochmal ganz kurz erklären. Erstes Postulat, ich habe einen Gesunden, ich habe einen Kranken. Ich nehme aus dem Kranken den Erreger raus, den der Gesunde nicht haben kann. Zweitens, ich isoliere diesen Erreger rein. Ich nehme diesen Erreger, kommen wir zum dritten Postulat, gebe den in einen gesunden Menschen rein, der entwickelt die gleichen Symptome wie der Kranke im ersten Postulat. Ich extrahiere aus diesem Kranken jetzt den gleichen Erreger wieder raus, mache wieder ein Isolat und dieses Isolat ist das gleiche wie bei dem ersten. So einfach und so logisch, oder nicht? Offensichtlich kann man das mit den Viren nicht uneingeschränkt einhalten. Das war schon mal die Aussage des Gutachters. Sehr, sehr interessant. Jetzt gehen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt im Zuge der heutigen Krise und den müsst ihr euch wirklich anschauen. Er sagt dann weiter, hinzu kommt heutzutage noch die Genomsequenz. Grundsätzlich kann man in der Genomsequenz lesen wie in einem Buch. Es lassen sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Aussagen darüber treffen, wie sich ein Organismus mit einer bestimmten Genomsequenz verhält und welche Eigenschaften er zeigt. Und jetzt fragt das Gericht nach. Und das Gericht fragt nach und sagt, auf Nachfrage des Gerichts, ob der Nachweis der Infektionsursächlichkeit bei einem Erreger in dieser letztgenannten Form ausschließlich auf der Basis der Genomsequenz möglich sei, sagt Professor Dr. Podbielski, nein, ausschließlich in dieser Form ist das nicht möglich. Man kann hier nur Computermodelle mit entsprechend hohen Wahrscheinlichkeitswerten erzielen, aber keinen unmittelbaren Beleg herbeiführen. Jetzt ratet mal, auf welcher Basis wir das Coronavirus identifiziert haben. Auf einer Genomsequenz vielleicht? Ich lese es nochmal vor. Nein, ausschließlich in dieser Form ist das nicht möglich. Man kann hier nur Computermodelle mit entsprechend hohen Wahrscheinlichkeitswerten erzielen, aber keinen unmittelbaren Beleg herbeiführen. Ganz wichtig, hat der Gutachter im Prozess gesagt. Der Sachverständige sagt dann noch weiter aus. Und das ist jetzt, ihr müsst diese Sachen Stück für Stück durchgehen, damit ihr mal seht, was da eigentlich los war im Landgericht Ravensburg. Wir können, das muss ich klarstellen, aus der Genomsequenz allein nicht umfassend die Eigenschaften oder das Verhalten eines Organismus herleiten. Hat er ja gerade eben schon gesagt. Wir können nur Strukturmerkmale ermitteln und mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wie sich der Organismus in einer bestimmten Weise verhalten wird. Eine umfassende Aussage zum Gesamtverhalten lässt auch die Genomsequenz noch nicht zu. Das haben wir ja auch oben gelesen, das hat er schriftlich eingereicht und im Endeffekt dann nochmal hier bestätigt. Und dann hat die Kammer weitergefragt und wir kommen gleich zu diesem Assessoren. Und wir kommen gleich zu diesem Assessoren, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, weil der hat ein paar wirklich tolle Sachen zu Tage geführt, auf die das Gericht komischerweise nachher überhaupt nicht eingegangen ist. Aber ihr werdet es gleich sehen. Von den insgesamt sicherlich gut 10.000 wissenschaftlichen Fachartikeln zu Masern befasst sich ein großer Teil mit Bezügen zur Erkrankung, Erkennung und Bekämpfung. Bezogen auf die vom Kläger vorgelegten Artikel ist zunächst festzustellen, dass der Beitrag von Enders und Pebels 1954 sicherlich grundlegend ist. Es war der erste Artikel überhaupt zu dieser Frage. Wie man die Auswahl im Übrigen bewerten wolle, ist vielleicht auch Geschmacksfrage. Da mag es manch anderen Artikel geben, die an der einen oder anderen Stelle die Beweisführung oder die Indizkette oder die Indizienkette im Sinne der Ausschreibung noch deutlicher hätten darstellen können. Insgesamt aber halte ich an meiner Einschätzung fest, dass die vorgelegten 6 Artikel die Bedingungen der Ausschreibung zusammengenommen erfüllen. Also er sagt, wir haben 10.000 wissenschaftliche Fachartikel und die 6, die eingereicht sind, die würden aber trotzdem reichen. Zwar hält die Genomsequenz alleine nicht dafür her, dass das Virus als eindeutig identifiziert werden kann, auch so wie es sich verhält, aber er bleibt weiter, hält er daran fest. Danach wird die Sitzung kurz unterbrochen. Man einigt sich darauf, dass allein der Beweis der Existenz und nicht die Infektion herleitet. Danach sagt der Gutachter weiterhin, ihr seht das hinter mir, dass mit den Händle-Kochschen Postulaten dementsprechend aber die Beweislast für die Erregereigenschaften und auch die Existenz des Masernvirus erbracht sind. So, und jetzt wird es interessant, denn jetzt fragt das Gericht, jede einzelne Arbeit erfüllt zwar nicht den Beweis des Virus, das hat ja der Gutachter gesagt, sondern alle 6 im Zusammenhang erbringen den Beweis. Das bedeutet, dass das Gericht jetzt wissen will, naja, wenn keines der Einzelnen diesen Beweis erbringt, warum sagst du dann, dass alle 6 zusammen den erbringen? Daraufhin antwortet der Gutachter Folgendes. Auf Nachfassen der Kammer, und das haben wir gerade die Frage gestellt und so weiter, wieso kann man das dann als erbracht ansehen? Und jetzt sagt der Gutachter, ich muss voranstellen, dass natürlich jede in einem fachwissenschaftlichen Journal veröffentlichte Arbeit Schwachstellen aufweisen kann. Der für die Wissenschaft zutreffende Weg, sich mit derartigen Schwachstellen auseinanderzusetzen, bestünde aber darin, dass man einen eigenen wissenschaftlichen Fachartikel vorlegt und Dinge diskutiert.
Was nun die einzelnen Originalartikel angeht, kann ich ausführen. Der Beitrag von Enders und Peebles, das ist im Endeffekt das Standardwerk, um das es da geht, erfüllt auf jeden Fall die Händle-Kochschen Postulate klassischer Formulierung Nummer 1 und 2. Würde der erfüllen. Das schauen wir uns gleich genauer an, aber würde der erfüllen. Die anderen hat er nicht erfüllt. Es kommt sogar eine gewisse biochemische Charakterisierung, Temperaturempfindlichkeit und eine Aussage zur Größe hinzu. Eine gewisse. Im Beitrag von Bech und Magnus 1958 ist dann auch das dritte klassische Händle-Kochsche Postulat erfüllt. Also man trennt diese Postulate einfach voneinander. Wir haben zusätzlich in diesem Beitrag die Abwehrreaktion erwiesen, die in der erweiterten Fassung dieser Postulate wie dargelegt von Belang ist. Tatsächlich aber wurde ein Versuch im Sinne des vierten klassischen Händle-Kochschen Postulats damals nicht durchgeführt. Unvollständige Arbeit. Was die anderen drei Originalarbeiten angeht, so befassen sich diese maßgeblich mit Größe und elektronenmikroskopischer Darstellung des Masernvirus und fallen aus dieser Beurteilung gewissermaßen heraus. Das heißt, er sagt, die Artikel, die wir haben, die haben nicht mal mehr die Kochschen Postulate erfüllt, das vierte fehlt, aber hey, das nehmen wir gelassen hin. Einer hat nur das dritte erfüllt und einer hat nur die ersten beiden erfüllt. Der Übersichtsartikel von 1995 zitiert und stellt dann noch mehrere Artikel, welche hinsichtlich des Masernvirus sämtliche Postulate Nummer 1 bis 4 in der klassischen Formulierung erfüllen. Daher ist in der Gesamtheit festzustellen, dass die vorgelegten Artikel die Händle-Kochschen Postulate klassischer Formulierung in der Tat belegen. Hinzu kommt, wie gesagt, die Abwehrreaktion sowie eine spezifische Zytopathologie, da kommen wir gleich drauf, nämlich die Bildung von Synthizien, also Zellverschmelzung, also typisch für Paramyxoviren, zu welchen das Masernvirus zählt. Und jetzt wird interessant, denn das Gericht fragt dann weiter und da steht dann auf Nachfrage des Gerichts. Und jetzt lest euch das mal durch. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es einen Artikel gibt, der umfassend die gleichen Dinge darstellt wie die erwähnten Originalartikel, ohne deren methodische Schwächen aufzuweisen. Das heißt, diese Originalartikel haben offensichtlich methodische Schwächen. Also beispielsweise mit der in der Tat zu vermissenden Negativkontrollen. Wir werden gleich auf die Negativkontrollen eingehen und gucken, was das ist. Ihr werdet das gleich sehen. Aber offensichtlich kommt es langsam ans Licht, dass diese angeführten Beweise die Negativkontrollen vermissen. Wobei ich in diesem Zusammenhang erneut darauf hinweise, dass bestimmte Teile der Versuchsanordnung in den Originalartikeln von 54 und 58 eine gewisse Kontrollfunktion durchaus haben. Eine gewisse Kontrollfunktion durchaus haben. Aber sie vermissen die Kontrollversuche. Meine Lieben, es wird schon wieder sehr, sehr spannend. Merkt ihr schon? Ja? Und wir müssen uns mal echt die Frage stellen, auf welcher Grundlage hier operiert wird. Oh, und jetzt kommt dieser Assessor Schreiner, den ich sehr, sehr mag. Und der fragt echt wirklich nach. Auf Frage von Assessor Schreiner, ob die vom Sachverständigen vorgenommenen Unterscheidung zwischen Beweis und Beleg bedeutet, dass ein Beweis für die hier fraglichen Umstände letztlich nicht zu führen sei. Das hat er nachgefragt. Er merkt also schon, dass da irgendwelche Dinge enorm unklar sind. Und der Professor Podbielski auch schon sagt, dass es ja keine Artikel gibt, die alle Postulate erfüllen, dass es schwierig ist in der Wissenschaft und so weiter, sagt er als Aussage. Ich muss zur Begrifflichkeit klarstellen, dass man Beweise im klassischen Sinne, wie etwa in der Mathematik oder in der Physik, in der Biologie schlechterdings nicht führen kann. In der Biologie könne man von vornherein immer nur Indizien sammeln, die irgendwann in ihrer Zusammenfassung praktisch Beweiskraft erlangen. Nur Indizien. Man kann nichts beweisen in der Biologie. Interessant. Ist doch vor mir. Kann man nicht beweisen. Es kommt der Assessor Schreiner wieder. Auf Nachfassen von Assessor Schreiner, ob dieser Umstand die Beweiskraft schmälere? Nein. So wie seit vielen Jahrzehnten biologische Forschung betrieben wird, ist das nicht der Fall. Auf die Frage von Assessor Schreiner, ob die Kritik an den früheren Originalarbeiten, etwa, dass die Arbeit aus 1954, das Händle-Kochsche Postulat 3, nicht erfülle, nicht dazu führe, dass diese Arbeit unbrauchbar sei, beziehungsweise ob man auf derartige Arbeiten überhaupt etwas stützen könne. Der Assessor Schreiner will also jetzt wissen und sagt, ey, okay, jetzt sagst du mir schon, wir können keine wissenschaftlichen Methoden oder Beweise in der Biologie anführen, sondern müssen uns nur auf Belege und Indizien konzentrieren und so weiter. Kann man dann überhaupt diese Grundarbeit von 54, auf der sich alles aufbaut, überhaupt brauchen? Und jetzt kommt die Antwort von dem Gutachter Professor Podbielski. Es ist nicht Aufgabe von Fachartikeln zu mikrobiologischen Dingen, dass jeder Fachartikel für sich genommen gleich alle 4 dieser Händle-Kochschen Postulate erfüllt. Wie wir sehen, befassen sich manche Artikel ja gar nicht damit. Jeder Artikel hat für sich genommen seinen Umfang und seinen Arbeitsinhalt. Wollte man in einem Artikel den Forderungen aller 4 Händle-Kochschen Postulate umfassend nachkommen, würde der Artikel wohl so umfangreich, dass er angesichts der Herausgebervorgaben vielleicht gar nicht publikationsfähig wäre. Für sich genommen liegt genau darin sein Manko. Nein. Professor Podbielski sagt nein, wenn wir das Ganze so dokumentieren möchten,
dass wir in einem Artikel alle 4 Händle-Kochschen Postulate erfüllen möchten, dann wäre der Artikel so umfangreich, dass man ihn gar nicht publizieren dürfte. Und das wäre wohl das größte Manko. Deswegen teilen wir das auf und belegen sie einfach nicht. Meine Lieben, das ist eine Argumentation, da läuft mir schon kalt den Rücken runter. Und weiter geht's jetzt. Und dieser Assessor Schreiner, ein sehr, sehr guter Mann. Schaut euch an, was er jetzt fragt. Auf Nachfassen von Assessor Schreiner, ob jenseits von Herausgebervorgaben vielleicht Bücher oder Dissertationen entsprechender Art existierten. Das heißt, der Mann sagt ganz einfach, ey, okay, verstehe, Publikation ist klar, zu umfangreich, könnte ja sein. Gibt's ein Buch drüber? Gibt's ein Werk, was du als Virologe, als Profi kennst, in dem alle 4 Händle-Kochschen Postulate erfüllt sind? Sagt er, Dissertationen sind schwer einzusehen. Eine Originalmonographie, welche erstmals eine Untersuchung darstellt, in der gefragten Art, wäre mir nicht bekannt. Ihm ist also nicht mal mehr irgendwas bekannt, das alle 4 Händle-Kochschen Postulate erfüllt. Und jetzt kommt der Assessor Schreiner. Auf die Frage von Assessor Schreiner, ob die vorher festgehaltene Äußerung des Sachverständigen über die Publikation, die im Übersichtsartikel aus 95 erwähnt seien, nicht bedeute, dass es eben sehr wohl Publikationen gäbe, welche alle 4 Händle-Kochschen Postulate erfüllen. Also in dem Übersichtsartikel aus 95 gibt es anscheinend ein Indiz dazu. Sagt er, Podbielski, hierzu muss ich klarstellen, dass meine vorherige Aussage in diesem Sinne nicht gemeint war. Ich kann nur sagen, dass einzelne Aspekte auch der späteren, im Übersichtsartikel dargestellten Arbeiten gewertet werden können als Erfüllung bestimmter Händle-Kochscher Postulate. Eine einzelne Arbeit, welche für sich genommen alle 4 Postulate erfüllen würde, ist mir wirklich nicht bekannt. Ist ihm nicht bekannt. Beim Masernvirus. Und übrigens, die Negativkontrollen sind auch nicht durchgeführt worden. Mehr sage ich dazu nicht. Dann sagt der Assessor Schreiner, und ich mag ihn sehr, er sagt dann, naja, es haben sich ja mittlerweile die Umstände geändert. Da sagt dann, ist dann zwischendrin in dem Protokoll, lest das mal nach. Wir haben jetzt in den 50 Jahren sehr viel mehr Fortschritt gemacht. Wir sind weitergekommen. Und dann fragt dieser Assessor Schreiner, der offensichtlich sehr gut mitdenkt. Und ich mag diesen Mann. Ich muss den eines Tages mal kennenlernen. Assessor Schreiner, wenn du das siehst, bitte melde dich. Unglaublich. Wenn du zu diesem Prozess aussagen möchtest, was da abgelaufen ist, ich würde dich gerne interviewen. Er fragt nämlich dann, auf die Anfrage von Assessor Schreiner, ob es nicht furchtbar einfach wäre, die damaligen Versuche heutzutage mit den heutigen Mitteln nachzuholen und einer keinen methodischen Kritik auszusetzenden Artikel heute zu publizieren. Das heißt, der Schreiner sagt, ey, mit unseren modernen Möglichkeiten heute wäre es da nicht ganz einfach. Diese ganzen Artikel, die alle in sich Kritikpunkte bieten, weil sie unvollständig sind, können wir die nicht heute einfach normal machen? Wir sind ja viel moderner am Start. Wir könnten das doch einfach so machen. Würde das heute nicht einfach so gehen? Dann sagt dazu der Professor Podbielski, hierzu habe ich in meinem Gutachten und der ergänzenden Stellungnahme ja auch schon ausgeführt, dass es zum einen ein Wirtschaftlichkeitsgebot für die Forschungseinrichtungen gibt. Man wird von keinem Finanzgeber Mittel erhalten, um Dinge zu belegen, die in der Fachwelt bereits als bewiesen gelten. Man wird für derartige Arbeiten auch kein Publikumsorgan finden. Diese Antwort. Wir haben zwar Probleme, alle medizinischen Anforderungen in unseren bisherigen Arbeiten darzulegen, aber weil wir heute keinen Geldgeber dafür finden würden und wahrscheinlich auch keinen hätten, den das interessiert, machen wir diese Versuche heute nicht. Mein lieber Freund, auf Einwurf von Assessor Schreiner, dass die Bewiesenheit gerade eine Problematik darstelle. Dieser Assessor Schreiner lässt nicht locker. Dann antwortet hier der Podbielski, jedenfalls die erdrückende Masse der Wissenschaftler begreift eben diese Dinge, wie dargestellt, als erwiesen. Die erdrückende Masse der Wissenschaftler begreift eben diese Dinge, wie dargestellt, als erwiesen. Und das ist der Punkt, weswegen wir diese Problematik der Bewiesenheit nicht nochmal angehen würden. Lieber Professor Podbielski, man darf die Wahrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln. Das ist gerade etwas, was Sie für diese Aussage sehr wahrscheinlich vergessen haben. Wie läuft es bisher in dem Prozess? Wie läuft es bisher mit den Aussagen von Korrektiv, wenn wir dieses Protokoll hier so lesen? Und jetzt kommt ein Punkt, der ist wunderbar, der ist ganz, ganz wichtig. Schaut euch diesen Punkt an. Auf Nachfrage von Assessor Schreiner, der Held des Tages, welches die Bestandteile des Masernvirus seien, insbesondere ob das Masernvirus Ribosomen beinhalte, kommt die Antwort von Professor Podbielski. Nein, das Masernvirus enthält keine Ribosomen. Die gängige Definition des Virus geht dahin,
dass er über keine Ribosomen verfügt. Ganz klar merken und sich im Kopf abspeichern. Denn das Bundesgesundheitsministerium, durch das RKI vertreten, hat in einer E-Mail Folgendes zum Masernvirus geschrieben. Und zwar kommt das von der info@rki.de, das ist die Pressestelle des RKI, und wir werden in einem anderen Video gleich noch sehr genau auf das RKI eingehen, denn die haben heute wieder eine Bombe rausgelassen. Sehr geehrter Herr Sowieso, und das ist eine dieser E-Mails, die die Zuschauer damals an das RKI geschrieben haben, die dann beantwortet wurden. Im Rahmen der Beantwortung von Privatanfragen können wir leider keine Literaturrecherchen leisten. Masernviren zeigen, wie andere Paramyxoviren, keine präzise Größe, keinen präzisen Durchmesser. Sie messen von 120 bis 400 Nanometer im Durchmesser und enthalten dann oftmals auch Ribosomen in ihrem Innern. Darüber hinaus haben wir unseren Antworten nichts hinzuzufügen. Das heißt, Frau Professor Mankertz, die angeschrieben wurde durch das RKI und im Auftrag von Judith Petschelt hier geantwortet hat, sagt, dass Masernviren offensichtlich Ribosomen enthalten. Der Gutachter des Gerichtes, den wir gerade gelesen haben, sagt, dass das Masernvirus keine Ribosomen enthält. Die gängige Definition des Virus geht dahin, dass er über keine Ribosomen verfügt. Über was sprechen wir hier? Man kann also die Größe nicht eindeutig bestimmen, wie wir gerade gesehen haben. Es geht von, was haben wir gesagt? Lasst uns noch mal kurz anschauen. Es geht zwischen 120 bis 400 Nanometer im Durchmesser, also man hat die dreifache Größe oder mal ein bisschen kleiner. Wir wissen nicht mal mehr, ob das Ribosomen hat oder nicht. Ribosomen sind die Zellfabriken. Das heißt, der eine Gutachter sagt, es hat Ribosomen, der andere sagt, es hat keine. Das RKI widerspricht also dem Gutachter Professor Dr. Podbielski des Gerichts. Die wissen es anscheinend besser. Oder wissen sie überhaupt irgendwas? Stützen sie sich vielleicht auch auf die gleichen Thesen? Ihr erinnert euch an das Coronavirus, das auch durch eine Gensequenzierung identifiziert worden ist, worauf ein PCR-Test entwickelt worden ist. Dieser Gutachter hat ebenso ausgesagt, dass das überhaupt keine Aussagekraft hat. Erinnert ihr euch? Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Und Assessor Schreiner, mein absoluter Held, hat wieder hier zugeschlagen. Assessor Schreiner spricht sodann die beklagtenseits behauptete Mitteilung aus dem Robert-Koch-Institut an, wonach im Masernvirus Ribosomen enthalten seien. Auf seine Frage, ob eine solche Aussage nicht das ganze Konzept des Masernvirus gleichsam über den Haufen werfen würde. Der Assessor Schreiner hat das kapiert, nachdem Blanka diese Mail vorgelesen hat. Und jetzt schaut euch an, was Podbielski dazu sagt. Eine solche Mitteilung wäre in der Tat überaus erstaunlich. Sie würde in der Fachwissenschaft allergrößte Aufmerksamkeit hervorrufen und könnte mit Aussicht auf große Wirkung publiziert werden. Das Konzept des Virus würde freilich dadurch nicht zwingend über den Haufen geworfen. Das begriffliche Verständnis des Virus ist durchaus im Fluss. Lasst euch das mal für eine Minute durch den Kopf gehen, was er hier gerade gesagt hat. Wir wissen gar nicht, was ein Virus ist. Ein Begriff, der im Fluss ist nicht definiert. Das ist Stand heute Wissenschaft. Das ist Grundlage für das, was wir gerade hier für ein Theater machen. Meine Lieben, was für eine Katastrophe. Also, auf Anfrage von Assessor Schreiner, ob der Sachverständige ohne weiteres jetzt angeben könne, welche in der Übersichtsarbeit von 1995 zitierten Originalartikel die Henle-Kochschen Postulate 1 bis 4 erfüllten. Das heißt, die Übersichtsarbeit, die sich auf die anderen Artikel bezieht. Und dann steht dort, nein, das kann ich jetzt nicht aus dem Stand. Ich muss aber daran erinnern, dass gar nicht zwingend alle 4 Kochschen Postulate erfüllt sein müssen, dass ein Erreger als solcher akzeptiert wird. Wie schon dargestellt, gibt es anerkannte Erreger, bei denen gar nicht alle 4 Postulate erfüllt werden können. Insofern haben sich diese Postulate, wie dargestellt, aufgeweicht. Aussage des Gutachters. Auf Frage von Assessor Schreiner, wie groß das Masernvirus nun sei, das man ja kennt, das man ja genau kennt. Ich kann auswendig hierzu keine Zahlengrößenordnung angeben. Ich habe ja bereits in meinen Gutachten im Einzelnen näher dargelegt, dass und warum es sich um variable Größenangaben handelt, die hierzu in der erörterten Literatur zu finden sind. Das heißt, wie spezifisch weiß man,
dass ein Masernvirus da ist? Wie sehr kennt man diesen Organismus? Weiß man überhaupt, was man tut? Man erfüllt die Postulate nicht. Die Negativkontrollen bei diesen Arbeiten wurden nicht durchgeführt. Man hat bei der Größe keine Einigung und die Institutionen widersprechen sich, ob es überhaupt Ribosomen gibt oder nicht. Seht ihr, wie eindeutig die Sachlage ist? Seht ihr, wie glasig die Leute sind über das Masernvirus? Jetzt müssen wir kurz darauf eingehen, was der zytopathogene Effekt in einer Zelle überhaupt ist. Und damit ihr das besser verstehen könnt, zeige ich euch mal, wie die Virologie arbeitet und was diese vielbesagten Negativkontrollen überhaupt bedeuten, damit ihr das versteht. Bilder kann ich besser als Text, deswegen gucken wir uns jetzt ein Bild an. Und zwar sieht das so aus. Man isoliert ein paar Zellen, die man als Versuchszellen nehmen möchte. Dann stoppt man die Ernährung dieser Zellen und man gibt giftige Antibiotika dazu, die Zellen töten. Das ist Fakt. Das weiß man auch heute, dass die Antibiotika, die man da reingibt, für die Zellen schwierig sind. Aber die Antibiotika sollen darauf hinwirken, dass man ausschließen kann, dass diese Zellen nicht von anderen Erregern heimgesucht werden, sondern von dem, was man machen möchte. Hat man dieses saubere Isolat jetzt da, dann geht man hier hin und man gibt eine Injektion mit Blut oder Speichel von einem kranken Menschen dazu und dann sterben diese Zellen. Und man glaubt jetzt, dass die Zellen sterben durch das Virus. Die Negativkontrolle, die in allen Experimenten vermisst wurde, wäre, dass man in diese Zelle keine Infektion hineintut und diese Zelle dann am Leben bleibt. Das Problem ist aber bei den Negativexperimenten, in dem Labor, von dem wir jetzt gleich sprechen werden, das zeige ich euch oben, sind diese Zellen trotzdem gestorben. Nämlich aus dem Grund, dass man sie mit Antibiotika desinfiziert hat. Und zwar ist das Labor gewesen. Hier habe ich euch die Aussagen von diesem Labor gelb markiert. Das ist ein Labor, das nicht genannt werden möchte, aber ganz wichtig, die Unterlagen lagen in Vollständigkeit mit allen Absender und Unterschriften dem Gericht im Prozess vor. Das Landgericht Ravensburg hatte dieses Gutachten. Und die kommen zu Folgendem. Vigo, Bech und Proben von Magnus wiederholten 1959 diese Versuche mit Affennierenzellen. Sie bestätigten die Wiederholbarkeit der Ergebnisse von Enders und Peebles, widersprachen aber deren Schlussfolgerung, dass damit ein Masernvirus nachgewiesen und vermehrt würde. Die Zellen starben auf die gleiche Art und Weise, wenn nichts mit ihnen unternommen, also keine vermeintliche Infektion durchgeführt wurde. Das haben wir von Vigo, Bech und Proben von Magnus 1959 schon als Resultat. Ganz wichtig. Also, was ihr gerade gesehen habt in dem Test, wo ich euch gezeigt habe, wie man das durchführt. Die Isolation, also eine Zellkultur nimmt, sie einmal desinfiziert mit Antibiotika und so weiter, dann einen Tropfen Blut oder Speichel hinzugibt, danach sterben die Zellen. Die haben damals schon herausgefunden, dass die Zellen auch sterben, wenn man nichts mit denen macht. Wie kann das sein? Weiterhin. In beiden Publikationen wird deutlich gezeigt, dass die Synzytienbildung, Verschmelzung von Zellen und anschließend Absterben, nicht spezifisch für das Krankheitsbild der Masern ist, was später durch die Nobelpreisvergabe an Enders vollständig in Vergessenheit geriet. Liest man die Publikation von Enders und Peebles genau durch, so geben die Autoren Folgendes zu bedenken. Und jetzt kommt, was die Autoren zu bedenken geben in dieser Studie, die als Grundlage und Mutter aller Studien angeführt wird. Also, im Endeffekt wurde Enders und Peebles schon 1959 widerlegt. Enders hat noch einen Nobelpreis bekommen, weil er den gleichen Kram mit Polio gemacht hat und hat dafür den Nobelpreis kassiert. 1959 wurde das bereits widerlegt. Das Labor hat diese Arbeiten auch durchstudiert und hat die Versuche durchgeführt. Und hier könnt ihr jetzt eben sehen, was die sagen. Punkt 1, warum es Probleme gibt. Nur mit Proben von 5 aus 7 Patienten mit den Masern Exanthem konnte im Reagenzglas Effekte erzielt werden, die als Wirkung eines infektiösen Agents gedeutet wurden. Für eine Absicherung ist die Fallzahl zu gering. Zudem wurden Kontrollversuche nicht durchgeführt, weswegen die Beobachtungen keinerlei wissenschaftliche Aussagekraft haben, sagt ein unabhängiges Labor, das diese Arbeiten geprüft hat und diese Tests gemacht hat. Die pathologischen Morphologieveränderungen der Zellen sind unspezifisch. Das heißt, die Veränderungen der Zellen, die beim Tod aufgetreten sind nicht spezifisch für irgendein Virus oder sowas. Punkt 3. Unbekannte Faktoren könnten für die Zellmorphologieveränderung verantwortlich sein, weil nur bei Verwendung dieser Affenzellen der Effekt erzeugt werden konnte, der als infektiöses Masernagens gedeutet wurde. Also nur bei Affenzellen hat man diesen Effekt deuten können, bei anderen Zellen nicht. Punkt 4. Art und Weise des Sterbens von Zellen widersprachen der Annahme, dass das vermutete übertragbare Agens ein Virus sei. Das heißt, so wie die Zellen gestorben sind, hat man überhaupt nicht annehmen können, dass das, was man reingeschüttet hat, ein Virus sein könnte. Und 5.
Die Autoren verlangten in dieser Publikation die zukünftige Durchführung von Infektionsexperimenten mit dem vermuteten viralen Agens an Mensch und Tier. Dies, um die Virusvermutung zu erhärten, dass es bei dem vermuteten Verursacher des Zelltodes um das vermutete Masernvirus handelt. Wissenschaftliche Versuche dieser Art wurden bis heute nicht durchgeführt. Es wurde an Menschen noch gar nicht gemacht. Ist das nicht Wahnsinn? 6. Letztendlich räumen die Autoren selbst ein, dass ihr Fachartikel kein Beweis für das Masernvirus ist und dass möglich ist, dass ihre Versuche im Reagenzglas überhaupt nichts mit den Masern beim Mensch gemeinsam haben. Das räumen die in der Studie selber ein. Wer es nicht glaubt, lest die Studie nach. Sie ist im Artikel verlinkt. Ich habe sie nachgelesen. Meine Lieben, ist das nicht Wahnsinn? Dieses Gutachten des Labors lag dem Gericht in Ravensburg vor. Kommt ihr langsam dahinter, fangt ihr an zu denken? Das Labor, dieses unabhängige Labor, kommt nun zu folgendem Ergebnis. Die haben Penicillin und Streptomycin diesen Zellen zugefügt und haben, das schreiben die hier, besonders die Zugabe von hohen Konzentrationen an Penicillin und Streptomycin, das ist im Endeffekt das, was man braucht, um diese Suppe zu desinfizieren, beziehungsweise Kultivierung unter Mangelbedingungen, konnten Veränderungen der Zellmorphologie festgestellt werden, die der durch das Masernvirus beschriebenen Synzytienbildung mikroskopisch identisch war. Das heißt, die haben diese Tests gemacht, die Kontrollversuche, und haben dann einfach nur die Antibiotika hinzugegeben und haben genau den gleichen Tod beobachtet, wie bei dem Prozess durch das Masernvirus angeblich beobachtet wurde. Das heißt, die haben Kontrollversuche gemacht. Dieses Gutachten lag dem Gericht vor. Die Untersuchungen haben klar gezeigt, dass eine Synzytienbildung nicht spezifisch für eine Maserninfektion ist. Somit wurden die in Vergessenheit geratenen Beobachtungen sowohl von Enders und Peebles als auch von Beach und von Magnus bestätigt und die Annahme widerlegt, dass Enders und Peebles und Nachfolger mit dieser Technik die Existenz eines Virus nachgewiesen hätten. Das ist harter Tobak, oder? Lag dem Gericht vor. So, und jetzt am Ende möchte ich nochmal kurz meinen Senf dazugeben, bei dem ich sage, ich würde eigentlich davon ausgehen, und ich vielleicht, weiß nicht, bin ich richtig oder nicht, vielleicht können sich mal ein paar Ärzte bei mir melden und diesen Sachverhalt klären. Ich frage mich, warum man, wenn man sowas testen möchte, überhaupt die Ernährung der Zellen stoppen muss. Denn normalerweise sind wir Menschen, wenn wir uns infizieren, ja nicht im Hungermodus. Unsere Zellen sind versorgt. Wir brauchen auch keine Antibiotika, um die Zellen zu isolieren, denn unsere Zellen, die wir haben, die sind ja auch nicht permanent mit Antibiotika verseucht. Vielleicht bei manchen, bei den meisten aber nicht. Das heißt, für mich wäre eigentlich ein Versuch, der ehrlich wäre, man nimmt einfach ein paar Zellen vom Menschen, man ernährt die weiter, wie bei einem normalen menschlichen Körper auch. Man würde eine vermeintliche Injektion mit Blut oder Speichel von einem kranken Menschen da reintun und würde beobachten, was danach passiert. Warum macht man das nicht so? Denn meine Zellen in meinem Körper sind auch nicht komplett steril. Ich habe ja dort auch Keime und irgendwelche Mikroorganismen, die permanent um meine Zellen herumschwirren. Ich weiß nicht, ob das medizinisch so korrekt ist, aber meine Logik würde mir gebieten, dass das so eigentlich ein gescheiter Versuch wäre. Und dann natürlich auch anzuschauen, hier unten, diese Kontrollversuche. Ja, ich meine, das hat das Labor gemacht und sie sind auf genau das gleiche Ergebnis gekommen. Absoluter Wahnsinn. Aber jetzt müssen wir uns anschauen, das Landgericht Ravensburg hat trotz all diesen Verstrickungen, das Protokoll, was ihr gerade gelesen habt, haben die das Ganze abgeschmettert und haben Lanka dazu verdonnert, dem Kläger 100.000 zu bezahlen. Der ist natürlich in Berufung gegangen und ist dann natürlich an das Oberlandesgericht in Stuttgart gegangen. Und da wollen wir uns jetzt kurz das Urteil anschauen, denn wir haben gelesen in Korrektiv und ihr habt das auch dementsprechend gelesen im Korrektivartikel und ich lese es euch nochmal vor. Badens erfüllte nicht die formalen Kriterien der Ausschreibung, sagt Korrektiv. Der Grund für dieses Urteil ist jedoch nicht, dass das Oberlandesgericht der Ansicht wäre, es gäbe das Masernvirus nicht. Es widerspricht in diesem Punkt dem Landgericht Ravensburg nicht. Und hier wird dann die Beweiswürdigung des Landgerichts dahingehend und so weiter ist dementsprechend nicht widerlegt. Schauen wir uns nun den Berufungsprozess an im Oberlandesgericht Stuttgart. Ziffer 104, das was Korrektiv geschrieben hat, stimmt. Da steht es ganz klar drin. Die Beweiswürdigung des Landgerichts dahingehend, dass aufgrund des eingeholten Sachverständigengutachtens bewiesen sei, dass die vom Kläger vorgelegten Publikationen in ihrer Gesamtheit den Nachweis für die Existenz und die Errungenschaften des Masernvirus belegten und auch die Bestimmung des Durchmessers in der vom Beklagten verlangten Form gelungen sei, ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Sagen die, obwohl ihr gerade das gleiche Protokoll gelesen habt wie ich. Gut, wunderbar. Aber hier unten wird es interessant. Schaut euch das an. Soweit der Beklagte dartut, dass das Urteil jedenfalls insoweit von falschen Voraussetzungen ausgehe, als der Sachverständige nicht ausgeführt habe,
dass in den Publikationen Kontrollexperimente zum Ausschluss zelleigener Artefakte enthalten seien, kann dem nicht gefolgt werden. Der Sachverständige geht in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 3.3.2015 unter Punkt 6 gerade hierauf ein und legt dar, dass die notwendigen Daten- und Kontrollexperimente zum Ausschluss zelleigener Artefakte anstelle des Masernvirus in den Fachartikeln enthalten seien, wobei er auf sein Gutachten verweist. Das hat das Oberlandesgericht aufgeführt, obwohl wir gerade einen ganz anderen Tatsachenverlauf in dem Protokoll von Landgericht Ravensburg gelesen haben. Das heißt, das wird einfach verdeckt, dass sich hier einer offensichtlich widersprochen hat. Und jetzt kommt die berühmte Ziffer 117. Der Beklagte kann letztendlich auch nicht damit Erfolg haben, dass angeblich nicht aufgeklärt worden sei, ob beim RKI nicht Ribosomen im Innern der Masernviren gefunden worden seien und dies die Eigenschaft als Virus ausschließe. Der Sachverständige hat hierzu Protokoll Seite 9 und so weiter ausgeführt, dass das Masernvirus keine Ribosomen enthalte und eine solche Mitteilung erstaunlich sei, allergrößte Aufmerksamkeit hervorrufen würde, das Konzept des Virus freilich dadurch nicht zwingend über den Haufen geworfen werden müsse. Das begriffliche Verständnis des Virus sei nämlich durchaus im Fluss. Allein die Anwesenheit von Ribosomen stehe daher der Existenz eines Virus nicht zwingend im Wege. Es ist für mich erstaunlich, wie man trotz dieser Widersprüche überhaupt auf so eine Aussage kommt. Die 122 Ziffer. Und die müssen wir zusammen durchlesen. Im Ergebnis hat die Berufung, soweit sie zulässig ist, jedenfalls Erfolg, weil das Kriterium der Auslobung, den Beweis der Existenz des Masernvirus durch eine wissenschaftliche Publikation zu führen, durch den Kläger nicht erfüllt wurde. Demzufolge stehen dem Kläger auch keine vorgerichtlichen Anwaltskosten zu. Punkt. Das ist anders als das, was Korrektiv sagt. Es war ein Formfehler. Nein, im Ergebnis hat die Berufung, soweit es zulässig ist, jedenfalls Erfolg, weil das Kriterium der Auslobung, den Beweis der Existenz des Masernvirus durch eine wissenschaftliche Publikation zu führen, durch den Kläger nicht erfüllt wurde. Das steht in Ziffer 122 des Oberlandesgerichtes Stuttgart. Schwarz auf weiß. Ihr habt es gelesen, habt die Studien jetzt gesehen, die Protokolle. Ihr könnt auch diese ganzen Studien in der Gänze im Detail durchlesen. Ich habe die auch teilweise an den richtigen Stellen markiert. Ich werde euch den ganzen Datensatz dazu zur Verfügung stellen. Ich muss das, was Korrektiv hier sagt, leider mit einer längeren Nase versehen. Die Pinocchio-Nase von Korrektiv ist länger als diese, die ihr hier seht. Ja? Größtenteils falsch. Die Klage gegen den Impfgegner wurde aus formalen Gründen abgelehnt. Das Urteil belegt nicht, dass es keinen Masernvirus gibt. Das Urteil belegt das auch nicht. Aber die Studien und die Protokolle, die wir gesehen haben, die belegen, dass das, was angeführt wird von der Medizin und das, was in der Medizin bisher als Beweis für das Masernvirus gilt, unvollständig, vermissende Negativkontrollen und horrende wissenschaftliche Fehler beinhaltet. Und der Gutachter hat selber gesagt, dass aufgrund von fehlendem Geld oder Interesse überhaupt oder vielleicht was auch immer, keiner diese Versuche heute machen würde. Denn es reicht, wenn die Mehrheit der Wissenschaftler diese als gegeben ansieht. Meine Lieben, wenn das die Grundlage für Wissenschaft ist, dann weiß ich nicht, was. Aber so machen wir weiter. Und so können wir uns erinnern an Professor Wieler, der sagt, hinterfragen Sie nicht mehr, nehmen Sie alles als gegeben. Lest euch die Sachen durch. Es ist wesentlich umfangreicher als das, was ich euch jetzt zusammengefasst habe. Wir müssen dieses Wissen haben. Wir müssen wissen, um was es geht. Und dann können wir Menschen, die mit diesem Prozess ankommen und sich kaputt lachen. Ich habe sehr viel Hate bekommen, weil ich Lankert zitiert habe. Beschäftigt euch damit, wenn ihr andere Beweise habt, die das widerlegen, was ich hier gesagt habe. Her damit. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das RKI weiß offensichtlich gar nicht, was ein Masernvirus ist, denn es sagt, es hat Ribosomen, obwohl es offiziell keine hat. Ein toter Organismus hat keine Ribosomen. Gegen was impfen wir dann? Wir haben etwas, was im Fluss ist. Wir haben etwas, was nicht wirklich definiert ist. Wir haben etwas, für das die wissenschaftlichen Arbeiten nicht vollständig durchgeführt worden sind. Gegen was impfen wir dann? Diese Frage müssen wir uns stellen. Schaut euch diese Sachen an. Dieser Artikel ist Wahnsinn. Und das, was hier gerade auftaucht, und ich werde noch weitere Videos machen darüber, bis wir vollständig am Grund angekommen sind. Die Grundlagen der Wissenschaft, auf die sich die Virologie beruft, sind laut dem Gutachter Professor Podwilski und auch den Befunden des Oberlandesgerichtes Stuttgart nicht tauglich für die Existenz. Und jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat und diese Protokolle durchlesen kann, der merkt, was hier für ein Widerspruch entstanden ist. Der merkt, dass hier vorne und hinten was nicht stimmt. Mit dem gesunden Menschenverstand alleine kann man so weit kommen. Insofern, denkt darüber nach, was hier passiert.
Es ist eine wichtige Zeit. Wir müssen uns Gedanken machen, woher die Krankheit kommt. Weil wenn sie nicht durch Viren kommt, woher kommt sie dann? Ich hoffe, ihr habt aufgepasst bei den Vorträgen meines Vaters. Ich werde bald die geschnittenen Versionen davon hochladen. Wir müssen den Menschen verstehen, sonst kann man uns alles erzählen. Wir müssen die unwiderlegbaren Gesetze der Natur, die allumfassend sind, die prinzipiell immer gelten, die müssen wir verstehen. Wenn wir die nicht verstehen, kennen wir uns nicht, kennen wir die Wahrheit nicht und man kann mit uns machen, was man will. Insofern danke ich euch auch wieder fürs Zuschauen. Ich bitte euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und es hat euch gefallen, abonniert meinen YouTube-Kanal. Vielen, vielen Dank. Wir sind mittlerweile bei fast 70.000 Abonnenten. Ihr seid absoluter Wahnsinn. Lasst mir eure Kommentare. Ihr findet alles, was ihr braucht, in meinem Telegram-Kanal. Dort könnt ihr auch News und so weiter sehen. Für die, denen das nicht reicht und noch ein bisschen mehr sehen wollen aus meinem täglichen Leben oder aus Situationen, in die ich begegne, ihr könnt mich gerne auf Instagram abonnieren. Da bin ich auch. I am Samuel Eckert. Und ansonsten sage ich euch nur eins, und das ist der wichtigste Satz. Ein fröhliches Herz schenkt Heilung und ein betrübter Geist vertrocknet die Knochen. In diesem Sinne, wenn ihr gesund bleiben wollt, bleibt fröhlich. Euer Samuel. WHO only recommends the use of mask in specific cases. If you have cough, fever, and difficulty breathing, you should wear a mask and seek medical care. If you do not have these symptoms, you do not have to wear masks because there is no evidence that they protect people who are not sick.